So, Freunde der Spielkultur, willkommen beim Angespielt von Vampire the Masquerade Swansong, also der Schwanengesang. Ein Spiel, was irgendwas mit, also nicht irgendwas mit der Bildung, es ist ja ein Rollenspiel letztendlich, wo es ganz viel um Dialoge geht und Aufklärung, wo wir unterschiedliche Vampire spielen aus der Vampire the Masquerade. Also das Grundwerk wird dafür benutzt. Wir gehen einfach in ein neues Spiel rein, weil ich konnte mir bis jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen. Das letzte Gameplay sah ganz gut aus und deshalb machen wir davon natürlich auch ein Angespielt oder vielleicht machen wir auch ein bisschen mehr mit Let's Play. Das wird dann aber nach dem Angespielt erst entscheiden. So, wir werden jetzt erstmal eine gute Stunde reinmachen. Gemächer des Prinzen. Der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen. Das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Ammon, Leisha und Gallup werden vor dem Prinzen zitiert. Vampire befinden sich unter uns. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. In ihren Domänen setzen die Höfe der Camarilla die Masquerade durch, eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren von der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Masquerade verstößt, wird zum endgültigen Tod verurteilt. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz, Hazel Iversen, nun einen brüchigen Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartford-Gildenhaus bekannt sind. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly.
Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Eine Fähigkeitsstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nutzen. Willenskraft 12. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft zurück. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, normally. Except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Mem. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplinen. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplinen schützen. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte der Vampire ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Mem. My dear Mem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there.
What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. It's gonna be a long night. Ich habe auf Controller gewechselt, weil ich glaube, es lässt sich einfach besser steuern mit Controller. Welcome. Good evening. Grafisch springt's mal hin und her, sag ich mal, von der Qualität. Mal sieht's ganz cool aus und dann denkst du wieder so, die Bewegungen könnten ein bisschen sauberer sein. Wir haben schon den coolsten Vampir ausgemacht. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? We should have all left by now. Are you worried about the Code Red? I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dejan. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dejan! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please, stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring.
Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern deiner Fähigkeiten um 1 oder 2 Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von 1 Punkt aufweisen. Disziplinen oder Kenntnisse kannst du nicht fokussieren. Ach so. Sind die Stufen der Fähigkeiten oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konflikts ungewiss. Die Siegchancen lassen sich durch Boni oder Madi oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Es ist ein sehr dialoglastiges Spiel, kann ich dir schon sagen. Weil deine Entscheidungen halt wichtig sind in Dialogen später. Toll, weil es unentschieden. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. So, ich werde nur einmal ganz kurz in die Optionen gucken. Aber Untertitel gibt es keine Möglichkeit, die größer darzustellen. Wobei es Englisch recht klar gesprochen ist. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Da wird einer der Vampire in der Psychiatrie wahrscheinlich rumhängen. Aber es sind ja eigentlich 4 Stück, die man wohl in dem Verlauf steuert. Ich will jetzt nicht so viel vorne wegnehmen, aber... Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long.
Boah, Königreich für den Logopäden. Für das Kind. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Plöpp, weg. Sie macht voll Lachen für Anfänger. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. And yet, many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Rebellischer Star, die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. weiß das, aber es ist ihr egal. Profil, das sich auf Kenntnis und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt arbeiten kannst. Achso, ich soll mein Profil wählen. Tausendsasser Profil, das sich auf das Verbessern von Attributen und eine große Auswahl an Fähigkeiten konzentriert. Es ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht alle voll beherrschen lassen. Profil, das sich auf Dialogfähigkeiten und das körperliche Attribut konzentriert. Du kannst damit die Aura deines Charakters in Gesprächen einsetzen. Profil ohne vorverteilte Punkte. Oh, das wird ein Spaß. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten deines Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in 2 Bereichen aufgeteilt: Charakterbogen und Disziplinbogen. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegchancen, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für Willenskraft und für Fokus. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Sie lassen sich durch das Verwenden von Fokus nicht verbessern. Auf dem Disziplinbogen sind die Disziplinen des Charakters vermerkt. Disziplinkräfte. In einer Disziplin investierte Erfahrungspunkte steigern deren Stufe und können zusätzliche Kräfte gewähren. Disziplinkräfte können passiv sein und in Dialogen oder bei Erkundung genutzt werden.
Das ist ja alles super. Ach du Kacke. Wann erscheint das Spiel? Es ist gestern erschienen und wenn es übrigens, weil es war jetzt die Frage im Stream, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, schreibt den Creator-Tag DrProof am Ende rein, DrProof, dann bekomme ich einen kleinen Obolus. Es ist ja Epic exklusiv erschienen oder auf der Konsole. So, aber ich glaube, ich mache wirklich eine Vordefinierung. Überzeugen, Rhetorik, Technologie. Dann macht die Gesellschaft 2. Und bei den Disziplinen hat die unten die Geschwindigkeitsdinger bekommen. Hazel. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We? Bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Tja. Weisheit habe ich nicht. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate, but for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care.
What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? 30 Minuten, nur Dialog. Und ein bisschen Skills einsetzen. Wir sind noch nicht am Ende von Dialogen. Yeah, ma'am. I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course. I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it. I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Blut. Sicheres Gebiet. In sicheren Gebieten kann dich niemand beim Trinken beobachten. Du findest es, indem du deine Umgebung erkundest. Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in ein sicheres Gebiet schicken. No news from anyone. Do you think they're... Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Did you need something? Sorry, I'm a little out of it. Let me know if I can help. Beute wird immer dann sichtbar, wenn du dich ihr näherst. Um zu trinken, musst du in ein sicheres Gebiet. Konzentriere dich auf isolierte Beute. Wenn sie von potenziellen Zeugen umgeben ist und die Beute in ein sicheres Gebiet schickt, dann steigt der Verdacht, dass du es warst. Come on. It won't take long. Going. Jetzt wird erstmal genuckelt. Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute zu berücken oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern. Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht oder lässt sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt. Wenn du Beute tötest, erhöht das den Verdacht, Sterbliche sind auf der Hut, während Vampire deinen Respekt vor der Masquerade in Frage stellen. Ein bisschen saugen. Bestimmte Beute, deren Blut emotional aufgeladen ist, hat eine Resonanz. Nachdem du von ihr getrunken hast, erhält dein Charakter diese Resonanz. Am Ende einer Szene gewährt eine Resonanz einem Charakter einen Erfahrungsbonus auf die entsprechende Disziplin. Erhältst du während einer Szene mehr als eine Resonanz, wird nur die letzte gespeichert. Zweiter Biss, wenn deine Beute überlebt, kannst du ein zweites Mal von ihr trinken. Danach stirbt sie allerdings und der Verdacht steigt an. Also Erfahrungsbonus für Disziplin. All right, Jay. Where are you hiding? Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while.
Can I help you? Hast du Jay gesehen? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you Das hat later. aber nicht viel Blut gebracht. Die Anzeige für Blut ist genau andersrum. Also umso weniger ich da oben habe, umso mehr Blut habe ich zur Verfügung. What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? Nö. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Komischerweise springt die Controllersteuerung immer rum mit der Tastatursteuerung. Can I help you? Ja, du kannst mich durchlassen. Ach verdammt, danke, da darf ich nicht durch. Good evening. Do you need me? Ja, ich hätte lieber dich nehmen sollen. Bin ich schon wieder den Falschen. It won't take long. Okay. Ich saug hier einfach alle an. Sure. Röche nicht so viel. Ich habe dich nur 7/8 leer gesaugt. Yes? I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Miss Iverson has the top floor all to herself? Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. Ja, das ist alles, was ich mit ihr reden konnte. Can I help you? Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got stuff to do. See you later. Ah, da ist Rennen.
Ja, finde Journey, aber... Bin irritiert. A disaster. It's a disaster. Can I help you? I've got stuff to do. See you later. Diener versperrt den Weg des Imperators. Miss Lewis. Can I help you? Miss Lewis. Ach, Moment. I never liked this stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? I never liked this stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? I know that perfume. Jay. That's Jay's scarf. Geschärfte Sinne. Auspacks verstärkt deine 5 Sinne. In diesem Zustand sind neue Interaktionen möglich. Du nimmst Gerüche wahr, kannst Gespräche aus der Entfernung belauschen, die Vergangenheit von Gegenständen aufdecken oder sogar Vorahnungen erleben. Außerdem bist du in der Lage, Gegenstände zu finden, die durch übernatürliche Kräfte verborgen sind. Where did you go, Jay? Underwood and Fang. Bazori's ears must be burning. Keltum and Lazarus. I smell gossip. Is it Kala Sa? Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Jay was looking for a file that Jara took from the archives. Interesting. Aufrechterhaltung der Ordnung. Ich habe unsere Gefolgsmänner gebeten, vor Sonnenuntergang zu kommen, um mehr Diskretion zu gewährleisten. Ich warte immer noch auf dieses Dokument. Her last message to Abigail. Ich möchte, dass du die Akte über die Sonnenwendfeier 1998 aufspürst. Seite 3 sollte von Interesse für dich sein. The file. I wonder where they put it. That could be of interest to me. They can't hurt me. Battery's dead. Okay, die Notiz dafür müsste ich Weisheit haben und deshalb, du kriegst andere... Da habe ich zu wenig Technologie. Jahresfinanzbericht. Ja, man kann an der Tür genau zuhören. Was ist das? That must be the card they used to open the archives. Gut, da kann ich die Akte finden. Vielleicht ein paar alte Bücher über die ersten Blutsverwandten. Boston Public Library hat noch einige unerforschte Archive. Man muss halt immer dran denken, dass alles halt Einsatz von Blut kostet. This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, "As you like, Miss Abigail Naomi," and I left. What did she take?
A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. Gefällt mir schon besser, als die 30 Minuten im Prolog abzuhängen. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. It's a shame to see the court in such a state. Bitte wenden Sie sich bei Problemen mit den Archiven an Lazarus, nicht an mich, April. Aber ich habe doch eine Karte für die Archive. Why won't she answer? Jay, what were you doing in the archives? Zuletzt ausgeliehene Gegenstände. Hartford-Wiedervereinigungsparty, Geburtstagsfeier des Prinzen, Geschichte des Hofes, Volkszählung 2019, Liste vertrauenswürdiger Lieferanten, sichere Reiseziele 2019, Geschichte des Hartford-Gildenhauses. Also Jay hat nichts ausgeliehen. Oder ist das Gerard Drowry? Nee, ist es ja nicht. Oh, ich kenne da aber keinen Code. A file about a party from a few years ago. It's the one Journey asked Abigail to look at. Gemäß des Wünschen unseres Prinzen Quentin King wird die Wintersonnenwende am 21. Dezember eine ganze Nacht lang in seinem Haus gefeiert. Das Fest ist inspiriert von den Maskeraden des heidnischen Kalenders in Europa. Einladungsnachricht genehmigt von unserem Prinzen. Ihr geschätzter Prinz von Boston, Quentin King. Er weist ihnen die große Ehre, sie zur Wintersonnenwende in seinem Haus einzuladen. Nach Inspiration der heidnischen Maskeraden wird darum gebeten, in Begleitung und vor allem maskiert zu erscheinen. Sie können ihrem verehrten Prinzen in der längsten Nacht des Jahres ihre Ehrerbietung und Treue schwören. Sie werden am 21.12.1998 um 19:30 Uhr erwartet. PS, eine Ablehnung wird nicht akzeptiert. Die Sicherheit des begleitenden Gastes ist nicht garantiert. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. This is the connection between the email and the file from the archives. Journey asked Abigail to meet her in an alcove at the bar. Abigail, we've gotta talk. Battery's dead. Na, da fehlt eine Batterie. Und für den ganzen Rest brauche ich Technologie. Nachricht an Hilda McAndrews. Abby, kannst du bestätigen, dass es ungefährlich ist, zu Iversen zu gehen? Ich warte auf Antwort. Nachricht von Keltum Hamdam. Wo bist du? Ich habe überall nach dir gesucht. Unbekannte Nummer, Code Red. Ich habe jetzt erst gelernt, dass man ja auch mehrere Auswahlmöglichkeiten hat bei den Sachen. Oh, Caius will hear about this. Can I help you? Ja, kannst du. Ich weiß, dass sie Journey gesehen haben. I told you I was looking for Jay earlier.
And? I found the note she left you. I wonder what April would say if I showed it to her. You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jara's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence. I didn't really get it. Let's keep this between us, all right? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her. Boah, die Augen. Jara's apartment. That's on the Primogen floor. What was Jay looking for up there? Bist du nicht einer von den Erstgeborenen gewesen? Dieser Millionär? We haven't seen you here in ages. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. You rotten son of a bitch. I don't have time for this. If you say so. The pleasure was mine, ma'am. Say hello to your sire for me. Dafür habe ich zu wenig Willenskraft noch übrig. Mind your own business, Syl. Now's not the time to make waves. You want to... Ach verdammt, ich durfte nur zweimal saugen an jemanden. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani, she was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys, how well do you know them? Well enough. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement with the Chantry. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Was im Chat gefragt ist, ja, wir sind meines Erachtens immer noch zu 100% einfach im Prolog. Took the elevator to get here. Oh, you again. What do you want? If Zeus had chosen Flower to reign over all others, the Rose would be queen. Betrifft Sophien ausnahmsweise möchte ich einmal ein Lob darüber aussprechen, welche Fortschritte Journey bei der Organisation des Eröffnungsabends des Salon Rook gemacht hat. Gestern Nacht habe ich dem Salon ohne Vorankündigung einen Besuch abgestattet, um mich von der Qualität der Dienstleistung zu überzeugen und wurde nicht enttäuscht. Tragt bitte dafür Sorge, uns vor Hartford nicht zu blamieren. Last-Minute-Checkliste. Liebe Kollegen, obwohl die wichtigsten Gäste höchstwahrscheinlich erst spät eintreffen werden,
Sollten Sie für alle Fälle ab 21 Uhr bereit sein. Bitte überprüft Sie alle 15 Minuten die folgenden Punkte. Zustand der Gefäße etc. Dürft nicht zu viel trinken. Tadellose Sauberkeit über und immer. Blub, 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 blub. What a disaster. April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake. And how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah. There's a good chance of that. Endgültiger Tod. Vampire sind zwar nicht mehr sterblich, können aber dennoch den endgültigen Tod erleiden. Das heißt, dass dies auf Vampire zutrifft, die erneut sterben. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Bosley's looking for answers. Ich darf den Fahrstuhl nicht benutzen. Nope. Can't go through there. It's locked. Oh, great. My shadow. Das ist die Geschichte von der Domäne. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Über den Hof von London. Man muss ja sagen, dass Vampire the Masquerade hat ja eine sehr tiefe und lange Geschichte und sich haben auch viele daran bedient. Aber es kam halt immer nicht viele Spiele raus. So, what exactly did Hazel want with you? She asked me to go and fetch Journey. Ah. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine by me. If the prince is under pressure, choose your words carefully. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Bisschen viel Echo hier. Im Vorraum. Handlung ohne Wiederkehr. Mit Pfeil zurück, durchgestrichen, markierte Auswahlmöglichkeiten zeigen dir, dass es keinen Weg zurück gibt. Bevor du dich für solche Optionen entscheidest, achte darauf, dass du deinen derzeitigen Bereich gründlich untersucht hast. The door is locked. Man stellt sich vor, ich könnte Schlösser knacken.
And now? Nope. Can't go through there. It's locked. Let me know if I can help you. Nee, kann ich hier nichts mehr machen. Die rennt die ganze Zeit mit so hohen Schuhen rum. No fucking way. Shit. So this is where you've been hiding. Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, Mem. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know, but there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Ja, was für ein Müll. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, Mem. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Der Prinz wird die umbringen. Also die Prinz wird dir den Kopf abschneiden. Pass mal auf. Instabile Seherin. Aus dem Wahnsinn erwächst manchmal große Klarheit. Ein weiser Prinz erkennt diese seltene Talente bei seinen Untertanen und zollt ihnen Anerkennung. Leisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Leisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. That was a long time ago, you know?
I can barely... You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Ja, die soll jetzt die Beweise suchen, um sie zu köpfen später. Vielleicht gibt es am Hof auch eine Quote für Vampire. Damn it, I don't believe it. Die sind beide unsichtbar. Das Kind kann die auch unsichtbar machen. Intense. I have to be careful. Shit, they're gone. Mom, I'm going to Ritz's to see if he has my teddy. Okay. Boah, dieses lispelnde Kind. When you're done. Let's see if Hazel was right. Did Jara leave anything behind? This thing's old. Does she still use it? Huh. A log with a list of everything that was checked for the party. Invoices, reservations, rentals. All from our network. It's journeys. That could be of interest to Hazel. Eine Akte über Planung.
Verbrauchsgüter lassen sich einmal benutzen und gewähren Boni. Meistens verwendet man Verbrauchsgüter, um die Willenskraft aufzufinden oder den Hunger zu eliminieren. Jede Art von Ausrüstung bietet dir nach den Anlegen gewisse Vor- und Nachteile. Die Effekte der Ausrüstung gelten so lange, wie du sie trägst. Ausrüstung kann während Dialogen weder an- noch abgelegt werden. Gegenstände, die sich lesen lassen, also Handys, Dokumente und so weiter, kannst du auch untersuchen. Ja, nur nicht diesen Gegenstand. This thing's old. Does she still use it? PWD gleich Ankunft. Ach so, Passwort. Nee. Zusammenfassung der Personalakten vom Harford-Gildenhaus, aber die haben wir auch schon mal gesehen. Liste der bereitgestellten Gefäße und Informationen über das Hartford-Gildenhaus. This is what Hazel asked me to bring her. Ach, das ist die rausgerissene Seite wahrscheinlich gewesen aus der Akte, die wir gefunden hatten. This thing's old. Does she still use it? Wo bist du? Die Zeit ist gekommen. Passwort Ankunft. Warum soll das Passwort dann 1945 sein? Alles falsch. Da hat vielleicht die Uhr 5 nach 8. Oder 2 und 51. Ich benutze jetzt alles hier. Nee. Sind hier drin noch Zahlen versteckt? Auch nix. PBD Arrival. Moment. Ach so. Da ist was versteckt. Da fehlt mir aber die Fähigkeit Auspacks, oder? Das wird mich 2 Blut kosten, aber ich weiß nicht, warum ich damit nicht interagieren kann.
Das ist die Seherin, das ist vollkommen korrekt. Und da würde wahrscheinlich das Passwort vielleicht drin sein. Schön, dass ich dieses wundervolle Bild angucken kann. Ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest, aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu zu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden. Yara, niemals. Wir sind auf ewig einander gebunden. Wir sind eins. Seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment. Nichts kann uns jemals trennen, versprochen. Da ist das Passwort, 1841. Doofe Menschen. So, Kaios, ich überdenke nie etwas ohne neue Beweise. Wenn Sie welche haben, schicken Sie mir sie bitte. Und nicht über einen Computer. Sie wissen, was ich von Ihnen halte. Mrs. Drory, ich habe Sie bereits unterrichtet, dass in dem Fall Quincy Market genauer untersuchen. Dass ich den Fall Quincy Market genauer untersuchen muss. Ich weiß, dass Sie mit meiner Theorie nicht einverstanden sind, aber ein fehlgeschlagener Angriff auf den Prinzen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Können Sie Ihre Position noch einmal überdenken? Unautorisierte Übertragung. Über so etwas mache ich keine Scherze. Das fängt immer von unten nach oben an. Mrs. Drory, ich habe ein Signal aufgefangen, bei dem es sich offenbar um einen nicht autorisierten ausgehenden Anruf handelt. Können Sie noch so bald wie möglich zu mir kommen, damit ich Ihnen die Einzelheiten mitteilen kann? Haben Sie versucht, auf meinen Computer zuzugreifen? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand an Ihren Computer hacken kann, da Sie Ihr Passwort alle 3 Tage ändern. Außerdem dachte ich, Sie bevorzugen handschriftliche Notizen. Über so etwas mache ich keine Scherze. Ich weiß, dass Sie die Durchsuchung meines Computers angeordnet haben. Sie müssen mich nicht für derart überwachen. Was bin ich Ihnen nützlich, wenn Sie mir nicht vertrauen? Yara, wenn jemand versucht, deinen Computer zu durchsuchen, glaub mir, der Befehl kam nicht von mir. Ich habe volles Vertrauen in dich und bitte dich, das gleiche Vertrauen auch in mich zu haben. Darüber hinaus würde ich es begrüßen, wenn du in Zukunft nicht derart pauschale Anschuldigungen ohne Beweise erheben würdest. Wenn du irgendwelche Bedenken hast, komm bitte zu mir und sprich mit mir. Mit freundlichen Grüßen, dein Prinz Hazel Iversen. Ich verlasse mich auf mich selbst, um mich zu schützen, was geschützt werden muss, und ich habe meine eigenen Methoden, um mich vor unangemessener Neugier zu schützen. E-Mail an Sophia. Sophia, es ist genau 22 Uhr, ich breche zur Party auf und überlasse Kaios Leto die Verantwortung. Sie kennen das Verfahren. Sagen Sie allen Bescheid. Gute Nacht, Yara Dorol. Jüngste sichere Übertragungen. This thing's old. Does she still use it? Wie lange wirst du noch machen, Proof? Ich werde noch ein bisschen machen, um dem Spiel eine gute Chance und Eindruck zu geben. Aber es ist Detektivspiel einfach. Es ist ein Detektivspiel mit Vampiren. Das ist natürlich jedermanns Sache, aber es wird nicht geballert, es wird nichts in die Luft gesprengt. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's.
Man versucht, irgendwelche Fälle aufzulösen. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Das muss natürlich auch einem gefallen. Achso, stellt 2 Willenskraft wieder her, das Polaroid-Foto. Warum auch immer. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Die Salem-Gazette. Wächterrabe. Kessel, ein Rabe, Mais, Rabenmist, Maisstroh. Magnet, Silberschüssel, Zutaten, eigenes Blut. Achso, das sind Rituale. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. Hier studieren, Schlussfolgerung. Wobei, das haben wir A bird. Dead. durch das Ding vorne. Wissen wir auch schon, was für ein Ritual das sein müsste. He must have done a warlock ritual. He must have done a warlock ritual. Schädel mit Rabe. The Salem Gazette. Nur den Wächterraben. Obwohl, hier muss man auch frisches Vogelblut benutzen. Schädel und weiße Wachskerzen. Das ist ein Versteckritual. Wurde da durchgeführt. Ha! Ich bin so KUK. Well, well. Und da ist es. What have we here? Man muss das gar nicht erkennen, weil man kann ja einfach das Apex anschalten und die Sachen sehen. Meine lieben Schwestern, ich hoffe, dieser Brief wird euch schnell erreichen. Die Lage ist kritisch hier. Es scheint, dass wir das Ziel eines größeren Zwischenfalls waren. Ein Code Red wurde ausgerufen. Und wir haben nichts von jenen gehört, die bereits zu der Party gegangen waren, die unser Prinz für die Vereinigung organisiert hatte. Das könnte zu unseren Gunsten sein, denn es ist möglich, dass das Hartford-Gildenhaus dahinter steckt. Obwohl ich bei der Aushandlung dieses Abkommen den Interessen meines Prinzen treu gedient habe, könnten diese neuen Verdachtsmomente unseren Interessen in Bezug auf eine mögliche Allianz zwischen Boston und Salem dienen. Seid euch versichert, dass... He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Ach, da hängt ein Krokodil an der Decke. Huh. It's from an animal. And it's still fresh. This knife has blood on it. Ich habe ein Spiegelbild. Betrug! Ich bin gar kein echter Vampir. Oh, shit. Locked from the other side. Wäre auch zu einfach, wenn man denselben Weg zurückgehen könnte.
Die läuft, boah, wie die im Hosenanzug läuft. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit! Hilda's in her office. She's going to see me. Unsichtbarer Gang ermöglicht es dir, dich ungesehen zu bewegen. In diesem Zustand kannst du nicht körperlich mit der Umgebung interagieren. Du kannst allerdings heimlich ein Dokument lesen oder einen Gegenstand untersuchen. Diese Gabe wird automatisch aktiviert, wenn du einen Sperrbereich betrittst. Sehr geehrter Mr. Underwood, hier wie vereinbart unsere Zahlung. Danke für Ihre Vertraulichkeit. Sie tragen damit indirekt zu einer der größten forensischen Entdeckungen unserer Zeit bei. Falls Sie zufällig noch blutleere Leichen im guten Zustand haben, die Sie uns anbieten können, lassen Sie es uns bitte wissen. Mit freundlichen Grüßen. Vor allem die Tür geht magisch einfach auf. Was hat der für eine Dusche? Was ist das für ein Raum? So wird doch nie irgendjemand was machen. The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. My office. These suits. Barrel's as dead outside as he is inside. Leisha. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. Den krieg ich ja mit keinem gebacken. What do you mean? Tell me, do you remember the last time she pulled you out of your musty hole? It's just that You don't remember, do you? You're still having those little memory issues, it seems. And I suppose Halsey's here too. Of course she is. The more the merrier. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's going on. Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Ja, weil ich im Dialog nur Informationen über ihn finden kann und da kriege ich ja nichts raus. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Mem. Hilda's more concerned with the Mem than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Hiermit bestätigen wir die unversehrte Ankunft des Stichs The Battle of the Plains zu unserer vollsten Zufriedenheit. Diese Akquisition stimmt uns auch zuversichtlich, dass unsere künftigen Transaktionen erfolgreich sein werden. Wir sind Ihnen sehr dankbar.
Ein Kleid. Geil, ich bin unsichtbar, aber trotzdem Spiegelbild. Du musst mir verzeihen, ich gebe zu, dass ich zu weit gegangen bin, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Du verstehst nicht, was in mir vorgeht. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du mir beim Altwerden zusiehst. Mir vorzustellen, dass du nach meinem Tod allein ohne mich weiterleben wirst. Ich will dir nicht nur sagen, dass ich für dich sterben würde. Ich will allen zeigen können, dass ich für uns gestorben bin. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich verstehe, dass du deinen Hals riskierst, wenn ich dich weiterhin dränge, mich ohne Erlaubnis zu deiner Partnerin für die Ewigkeit zu machen. Also bitte darum, wenn du mich liebst, flehe ich dich an, darum zu bitten. Sonst werde ich auch so sterben. Auch so sterben, denn ohne dich hat das Leben mir nichts mehr zu bieten, das ist mir klar. Hilda, ich liebe dich und du bist die Einzige, die einem auf immer und ewig Sinn geben kann. Deine Mem. Aber ich kann es leider nicht ausmachen. Also, als ich gerade getarnt bin. Sonst könnte ich ja mit dem Laptop interagieren oder was auch immer. Richards apartment. Wie kommen die da oben an die Bücher dran? He didn't change a thing, as usual. Sehr geehrter Dr. Dunham, wie gebeten habe ich die von Ihnen genannten Spender für die Wiedervereinigungsparty vorbereitet. Hat er da einfach einen steinalten Röhre? I see guilt. Richard often asked me. I see guilt. So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Wir sind noch nicht fertig. Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. Das ist wie mein früherer Monitor. Mein großer 19 Zoll. Only Richard would still use that. System analysieren. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Speichermedium einführen. Oh. Es muss also irgendwo noch eine Floppy Disk sein. Vertraulicher Bericht von 1978. Where are you, Mr. Teddy? Da als Mitglieder des Hofes litten mehrere Minuten lang an einer plötzlichen kollektiven Panik. Ursprung unbekannt. Die Diener in den Gemächern des Prinzen lachten eine Stunde lang hysterisch. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 2009 nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne Schüsse Ergebnisse eingestellt. Mrs. Hazel Iversen, unser Prinz, berichtete, dass sie während ihrer Rede eine plötzliche kurze geistige Störung verspürte. Ursprung unbekannt. Mehrere Mitglieder des Hofes empfanden über Minuten ein Gefühl des nahen Todes. Ursprung unbekannt. Die Diener in den Erstgeborenenwohnungen übergaben sich mehrere Minuten lang. Die anwesenden Gefäße hatten die ganze Nacht hindurch unkontrollierte Schreianfälle. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy?
Maybe I'll find a way to read it. Da ist die Floppy Disk. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Only Richard would still use that. Sehr geehrte Mrs. Iversen, wie von Ihnen gewünscht, kam Mrs. Underwood in den Salon Rook, um eine Beurteilung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Harsford-Tremere durchzuführen. Wir können bestätigen, dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unserem Keller erweitern. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur 1/3 unserer Produktion für Hartford bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was Ihre Fragen zur Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in Ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Where are you, Mr. Teddy? Auch Mr. Underwood ist der Meinung, dass wir sie geheim halten müssen, um den Vorteil dieses Abkommens zu wahren. Wir finden beide, wenn wir sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um die Blutstabilisierungstests durchzuführen, eine bessere Alternative wäre. Was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, so bin ich eher vorsichtig. Mr. Teddy! Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen. Zu Beginn mehr anzustreben, würde einen Umzug erfordern und würde sicherlich die Aufmerksamkeit unserer Rohstofflieferanten auf uns lenken. Ich hoffe, Ihnen die fehlenden Informationen für Ihre Diskussion über dieses Abkommen geliefert zu haben. Das abgesehen von dem großen Fortschritt, den es der Wissenschaft ermöglichen wird, zweifellos der Beginn eines neuen Boston unter ihrer Herrschaft sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dunham. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Aber es werden alle Informationen sein. Jedenfalls die ich hier holen kann. I see guilt. Ah, Moment. Was ist mit der Maske? Often asked me. Richard always liked masks. Like all children of Malkov. Kind, warum findest du deinen Teddy nicht? Ugh, impossible. It's locked. Das war schon alles an der Ecke. Kind, wo bist du? Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Ja, dein Teddy ist tot, lass uns gehen. Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a mem. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. The
All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. Ich werde nicht über die beiden reden. I also found that at Jara's, a file on the party. It's a record of everything Journey did. That could be useful. Give it to Delsin on your way out. Anything else? Oh, Eigenschaft erhalten, gnädig. Dadurch, dass ich die nicht verraten habe, dass die geredet haben. Beziehungsweise ich konnte ja nichts erzählen, weil ich ja die Vision hatte. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes, one of my servants just came back from his bar, the Red Salon. As that's where he does his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. Jede Szene endet mit einem Überblick über deine Erfolge, Fehlschläge, Empfehlungen, was du jetzt anders machen können. Für jeden Erfolg erhält dein Charakter Erfahrungspunkte. Intros Perspektive -20 auf die nächste Erfahrungskosten der Disziplin Auspacks. Gnädig, plus 10% Erfolgsstand, einen unentschiedenen Rhetorik. Du hast zugelassen, dass dich die Vorahnung übermannt. Ich habe keinen Fehlschlag gehabt. Du hättest etwas über Beryl Underwoods Beweggründe herausfinden können. Du hättest die Unterhaltung zwischen Ammon und Journey belauschen können. Das ist halt die Alternative. Come here. Thanks, You've brought me Journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delsin to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. All right. I'll be waiting in the next room. Du hättest versuchen können, Journey zur Flucht zu überreden. Du bist Tausendsasser. Wobei ich sagen muss, wir sind jetzt schon weit über die Zeit, die ich normalerweise im Angespielt gebe. Also 1 Stunde sage ich normalerweise und wir machen jetzt einfach hier den Break und Cut. Es ist halt einfach... Also ich finde, die Stimmung ist ganz gut getroffen. Die Animationen sind zwar hölzern und so weiter, aber sonst vermittelt das halt schon so diese dekadente Domäne der Vampire mit einer Kaste, beziehungsweise mit der Domäne. Und halt Detektivarbeit. Jetzt hast du, ich habe am Anfang gesagt 4 Charaktere, da habe ich mich übrigens vertan, es sind 3 Charaktere, die du spielst und die natürlich durch unterschiedliche Szenen kommen, das kennt man ja auch von anderen Spielen, wie Become Human war es, glaube ich, ne? Damals, was wir auch gespielt haben,
wo du dann halt in etwa sehen kannst, wie deine Entscheidungen waren, was war gut, was war schlecht und Empfehlungen für, wie könntest du das machen, wenn du das nochmal spielst, das Gebiet. Aber insgesamt gar nicht so schlecht. Aber trotzdem ist so insgesamt dieses Gesamteindruck ein bisschen durchwachsen, weil es halt wirklich sehr lange und langsam dauert, bis hier mal Geschichte aufkommt. Und wir haben 1 Stunde 45 gespielt jetzt fast und sind eigentlich gefühlt immer noch im Prolog. Alle Charaktere sind immer noch, sag ich mal, nicht wirklich, also wir sind eigentlich jetzt beim 3. Prolog-Charakter, der seine erste Szene macht. Und das ist natürlich ein relativ träger Aufbau, was aber auch ein bisschen, glaube ich, damit zu tun hat, dass diese Masquerade-Thematik unglaublich komplex ist, wenn man das nicht kennt. Und man muss ja heute bei so einem Spiel da rangehen und sagen, ach, da draußen, das kennt, also The Masquerade Bloodlines von damals, was mit Half-Life 2 Source Engine veröffentlicht wurde, also mit der Source Engine, dass sie gerade frisch war, es kam noch vor Half-Life 2 raus, ist eines der besten Ego-RPGs, was es eben jemals gab, auch eins mit den meisten Bugs, die jemals existiert haben. Und daran erinnern sich die wenigsten. Also musste das Spiel von Grund auf aufbauen, mit dieser ganzen Dynamik, was es überhaupt auf sich hat, mit diesen Vampirkasten und mit den unterschiedlichen Vampire, die existieren in Vampire the Masquerade, weil es halt sonst harter Tobak ist. Deshalb machen die hier eigentlich gar nicht so einen schlechten Job, auch wenn ständig irgendwelche Infosachen aufploppen, wo man eigentlich dann nochmal Select drücken müsste, um dann zu lesen, worum es überhaupt geht. Was ist überhaupt ein Kind von einem Vampir? Was sind die unterschiedlichen Vampirarten? Ist ja auch noch nicht erklärt worden. Dabei gibt es halt wirklich Unterschiede zwischen denen. Leute, die das Pen and Paper kennen, die wissen natürlich auch sofort, was für Vampire es gibt. Ich würde es aus dem Stehgreif jetzt auch nicht hinkriegen, zu sagen, wer es gibt. Ich weiß, es gibt welche, die können nicht in der Öffentlichkeit rumrennen, dafür sind die halt irgendwie in Agilität und in Verborgenheit besser und so weiter und so fort. Muss man mögen. Ich fand es jetzt nicht uninteressant, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Uhrzeit, weil wir schon 4 Uhr nachts haben jetzt, dass mich das so ein bisschen wenig reizt insgesamt. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen fitter und wacher wäre, hätte ich gesagt, hammergeil, dieses Detektivarbeiten und Gebiete absuchen, macht's total geil. Aber es muss halt wirklich jeder für sich entscheiden. Es wird auch wahrscheinlich später keinerlei Action geben, dass irgendwelche Leute rumballern. Die Nosferatu können sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Danke, Chaos Sand. Und das ist mein angespielt Fazit am Ende. Es ist auch kein 60-Euro-Spiel. Ich glaube, es ist irgendwas mit 30 Euro und ich glaube, dafür ist die Qualität angemessen. Obwohl, das ist immer schwierig. Ich finde, manchmal sieht die Grafik richtig hübsch aus, aber dann bewegen sich Figuren in dieser Grafik und du denkst, what the fuck? Was ist los? Ist das Pinocchio Teil 4? Ist halt schon ein bisschen schwierig. Auch wenn es natürlich schön ist, dass es mal ein Vampire the Masquerade Game wieder gibt. Weil Bloodline 2 verschiebt sich ja bis in alle Ewigkeit gefühlt, weil da der Hauptentwickler ja auch abgesprungen ist und 1000 Bugs und so weiter drin waren. Nosferatu, nicht Nosfertu. Dankeschön, Phobi, für die Korrigierung, für die Korrektur. Dass es die Nosferatu sind, die in der Kanalisation leben und sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen können. Weil die halt so verunstaltet sind und halt so ein bisschen sind wie Vampire in ganz früheren Filmen. Ja, machen wir für das angespielt hier Ende an der Stelle. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Lasst Kommentar da, Like auf YouTube. Im Stream geht das ja nicht. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen.